denn hinter der ganzen Methodik und Lehre des Anusara Yoga steckt eine große, große Schule, eine weltweite Schule. Und die Julia ist eben für Deutschland unser Ansprechpartner und manchmal begegnet ihr vielleicht dem Namen. Ja, vielleicht habt ihr auf Instagram schon mal gesehen, wenn was geteilt wird von der deutschen Anusara Kula, dann ist der Julia oft im Spiel. Und ich dachte mir, das wäre doch jetzt schön, wenn ihr ein Gesicht zu der Schule habt und die Julia euch ein bisschen erzählt, was ist das Besondere an der Anusara School of Hatha Yoga. Auch für diejenigen, die jetzt sagen, ja, meine Immersion geht doch jetzt hier zu Ende und mache noch nicht weiter, erst nächstes Jahr vielleicht oder in ein paar Jahren oder wie auch immer. Es ist trotzdem interessant, denn die Schule bietet für jeden etwas an, unabhängig davon, ob du Lehrer bist oder nicht. Und davon wird sie jetzt gleich einiges erzählen. Julia, du darfst. Kommt ruhig rüber, gell? Ihr dürft gerne hier rüberkommen, deswegen haben wir den Beamer angemacht. Genau, ihr könnt auch ruhig einfach ein bisschen näher ins Bild rutschen, wenn ihr wollt. Ihr werdet auch nicht selber mit aufgenommen. Ich habe mich fokussiert, also auf dem Video ist hinterher nur das, was ich sage. Ihr seid da nicht sichtbar, auch ihr zu Hause nicht. Ja, herzlich willkommen. Ganz kurz, ich stelle mich einmal als Person vor. Mein Name ist Julia Schlenkert. Ich sitze hier in meinem eigenen Studio in Essen, im Westen von Deutschland, im Ruhrgebiet. Und wie Sabine gerade schon einleitend gesagt hat, ich bin die Länderkoordinatorin von der Anusara-Schule und zuständig für Deutschland. Und ähm, persönlich selber bin ich einmal Studiobesitzerin, aber auch natürlich selber Lehrerin und bilde auch aus, bin Experience Certified Yoga Teacher. Ähm, Genau, so viel einfach nur zu mir selbst. Und in meiner Funktion als Länderkoordinatorin von Anusara bin ich quasi so der verlängerte Arm in die Kula in Deutschland. Also ich habe meine Ohren und meine Ohren ausgestreckt, meine Augen ausgestreckt, meine Arme ausgestreckt und bin quasi dafür da, auch in eurer eigenen Sprache zum Beispiel euch zu hören, euch zu sehen, also von euch Input aufzunehmen und Dinge zu koordinieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch das, was die Schule nach außen zu kommunizieren hat, weiterzugeben, so zu den Einzelnen. Und Deutschland spielt da eine relativ große Rolle sogar innerhalb unserer Schule, denn wir haben, ich glaube, mittlerweile die insgesamt weltweit größte Community. Also wir haben die meisten Mitglieder in Deutschland, also noch mehr Mitglieder als in Amerika zum Beispiel, was vor 10 Jahren oder so wenn ich als ich angefangen habe, davor noch ganz, ganz anders aussah. Da war Anusara sehr, sehr amerikanisch geprägt und das hat sich halt mittlerweile sehr, sehr verändert von den Zahlen. Und gerade in Deutschland haben wir eine große Community, eine große Kula, wie wir das nennen. Den Begriff habt ihr ja schon gehört. Ähm, aber auch in anderen Ländern wie in Italien zum Beispiel, die sind auch sehr, 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 sehr stark. So, und wir Länderkoordinatoren, wir setzen uns einmal im Monat immer zusammen mit den beiden Festangestellten der Schule und tauschen uns quasi aus, was geht so gerade vor bei uns, was geht so gerade, was geht vor in unseren eigenen Ländern, was gibt es für Schwierigkeiten, was gibt es für Ideen, was gibt es für Anmerkungen, tragen das zusammen und versuchen dann zu gucken, was können wir verbessern, was können wir ändern, was sind die Bedürfnisse unserer Leute. Und die beiden Festangestellten der Schule, die quasi so den administrativen Teil machen und so so das Professional Development, also so das Fachliche weitertreiben, die sind immer ganz glücklich, mit uns zu sprechen, da die halt nicht so zur Base sozusagen so den heißen Draht haben, wie ich es habe. Ähm, und was in letzter Zeit immer wieder zugetragen wurde, waren ja so Bedürfnisse oder die Frage, die sich gestellt hat, war oft, was hat es eigentlich für einen Vorteil für mich, wenn ich hier jedes Jahr meine Mitgliedsbeiträge bezahle und Mitglied dieser Schule bin? So kann ich nicht einfach auch, wenn ich eine Ausbildung abgeschlossen habe, wie jetzt die ihr gerade macht oder auch nur die Immersion zum Beispiel gemacht habe,
kann ich nicht einfach hinterher mich Yogalehrerin nennen? Kann ich nicht auch einfach das, was ich gelernt habe, unterrichten, nach bestem Wissen und Gewissen? Und muss ich denn eigentlich zum Beispiel ja, Mitglied einer Schule sein? Und grade die Sabine und auch die Münchner Cooler, also wirklich Heads up, und ich auch, wir machen uns immer super, super stark dafür, uns euch quasi präsent oder transparent zu machen, was eigentlich der Vorteil ist, nicht eine Einzelkämpferin, ein Einzelkämpfer zu sein, sondern eben ein Teil einer Lehrer-Community, einer Lehrer-Cooler zu sein. Und bei unserem letzten Treffen haben wir zum Beispiel auch mal so ein bisschen gebrainstormt, was bedeutet es eigentlich, eine Schule zu sein, im Gegensatz zu eine Firma zu sein oder eine Organisation zu sein oder sowas. Und das würde ich gerne mit euch teilen, dass ihr da mal vielleicht auch so ein bisschen reflektiert drüber. Und zwar ähm, sagen wir ja, dass wir eine Schule sind, die nicht so etwas wie ein Headquarter hat, das dann, ich mal einmal ganz kurz hier noch meine Uhr starten, und dann quasi Marschrichtungen vorgibt, sondern wir sagen, wir sind eine lehrerbasierte Schule. Das heißt, es gibt nicht die Schule, es gibt nicht die da, es gibt nicht Ashi, es gibt nicht die Anusara School und uns, sondern jeder einzelne Lehrer, jede einzelne Lehrerin von uns ist und besitzt quasi diese Schule. Ja, auch mit den Beiträgen, die wir bezahlen, sind wir quasi wie so Aktien, wie so eine Aktiengesellschaft, könnte man schon fast sagen. Und selbst wenn wir uns hier denken oder wenn ihr euch vielleicht denkt, so ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen und ihr werdet Mitglied, so, ja, was wollen denn diese ganzen super erfahrenen Lehrer, was wollen die denn mit mir, wo ich jetzt hier gerade erst meine 200 Stunden gemacht habe und gerade erst anfange zu unterrichten, was kann ich denn schon beitragen? Und das ist die zweite tolle Sache, denn die Schule, also alle Aktivitäten, die ich in meiner Funktion als Länderkoordinatorin oder auch in diversen anderen Projekten gemacht habe, da habe ich in keinem der Projekte habe ich jemals mein Lehrwissen, also mein Anusara-Unterrichtswissen, also meine Erfahrung gebraucht, sondern ich habe mich eingebracht mit meiner Persönlichkeit und habe halt zugehört anderen oder habe selber Bedürfnisse gespürt und habe die vorgetragen und habe mir überlegt, so, boah, es wäre doch zum Beispiel total cool, so etwas zu haben wie, jetzt in Corona hat das angefangen, wie so ein Austausch unter Studiobesitzern oder sowas oder unter Lehrern, ähm, was weiß ich, wo es darum geht, welche Technik benutzen wir, ja, so die Themen, die wir halt alle hatten in Corona-Zeiten. So, das war mein Bedürfnis und dann habe ich das vorgetragen und es ist natürlich nicht nur in Deutschland so, sondern es war europaweit so. Ähm, als andere auch diese Bedürfnisse hatte. Und dann haben wir gesagt, so, okay, können wir ein Projekt starten? Wie unterstützt ihr uns dabei? Und daraus ist mein Baby Kula Brajana geboren worden. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist ein Treffen, was einmal im Monat stattfindet. Wir laden da Lehrer ein, die etwas vortragen und dann quatschen wir gemeinsam darüber oder arbeiten gemeinsam an irgendetwas oder lernen ein Thema. Und es geht quasi reihum und jeder kann irgendwie mitmachen, der etwas Besonderes beizutragen hat. Und das ist zum Beispiel ein Angebot von Anusara-LehrerInnen für Anusara-LehrerInnen oder auch SchülerInnen. Ja, also auch wenn ihr zum Beispiel ganz normal, also wenn ihr noch gar nicht eure Ausbildung fertig gemacht habt, könntet ihr daran zum Beispiel auch teilnehmen und andere kennenlernen und ja, merkt dann vielleicht so, das und das interessiert mich, da würde ich mich vielleicht auch irgendwie mit einbringen. Ähm, genau, also man muss nicht, es kommt nicht darauf an, wie viele Jahre Lehrerfahrung man hat, sondern man ist genauso wertig als Elementslehrerin wie jetzt irgendwie als Certified-Lehrer oder sowas. Das ist schon mal eine tolle Sache. Mm, genau. Dann was noch ein Vorteil ist, wenn ihr Mitglieder seid, ihr
ihr tragt damit natürlich auch die Schule und macht diese ganze Weiterbildung, die stattfinden kann, eigentlich erst möglich. Also, wir machen die mit unseren Mitgliedsbeiträgern und mit unserer Anwesenheit quasi erst möglich. Es gibt, anders als jetzt in anderen Studios zum Beispiel, die einfach nur eine 200-Stunden-Ausbildung anbieten, gibt es halt bei Anusara die Möglichkeit, nach dieser 200-Stunden-Ausbildung Weiterbildung zu machen, ne? Also einen Zertifizierungsweg zu gehen und nicht nur, so: „Hier habt ihr euer Zertifikat, jetzt seid ihr Yogalehrerin“, sondern, „Okay, jetzt seid ihr auf der ersten Stufe. Wie können wir euch weiter unterstützen, dass ihr euch weiterentwickelt, dass ihr besser werdet, dass ihr die nächste Stufe erreichen könnt?“ Ja, wie ich gerade mit, jetzt habe ich wieder ihren Namen vergessen. Sandra. Richtig? Ja, genau. Wie Sandra Sandra ist jetzt seit 2 Jahren Elementslehrerin. Die habe ich jetzt gerade noch mal kurz auch noch mal ermutigt, so jetzt vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Ja, und um den nächsten Schritt zu gehen, diese Inspirierung, habt ihr vielleicht schon von gehört, erzählt euch Sabine auch, aber auch am Ende noch mal viel, viel genauer was zu. Diese Inspirierung, dafür brauche ich Austausch mit anderen. Dafür muss ich vielleicht üben oder, dafür muss ich tiefer in die Prinzipien, die ihr jetzt gelernt habt, einsteigen, um die noch besser unterrichten zu können, ja? Und da kann ich mich innerhalb der Cooler, von Lehrern austauschen. Dann bekomme ich, 'n Curriculum zum Beispiel, wenn ich jetzt auch schon als Elementslehrerin, zum Beispiel einen Workshop geben möchte. Es gibt vorgefertigte Curricula, ähm, ja, die ausgearbeitet sind, mit denen ihr, weiter üben und sogar auch unterrichten könnt, Vorlagen und sowas. Und das wird alles halt durch unsere Mitgliedschaft quasi, gestützt. Ähm, und wer von euch hat vorher schon mal, ich gucke mal so in den Raum und euch zu Hause an, wer von euch hat bevor er diese Ausbildung bei Sabine, gemacht hat, schon mal an anderen Anusara-Workshops oder anderen Anusara-Klassen, außer jetzt bei Sabine oder Steffi oder Barbara, teilgenommen? Habt ihr schon mal in anderen bei irgendjemand anders was gemacht? Ja, eine Hand hebt sich zumindest. Im Ich sehe Raum 3. Raum auch welche? 3, 4 Hände Ah gehen ja. hoch. Ja. Genau. Ja, manchmal muss man erst mal draufgeschubst werden auch, auf 'ne Stilrichtung oder so was. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr sogar eure Ausbildung ausgewählt, weil sie günstig war, also, weil sie günstig gelegen war oder weil's renommierte Lehrer, mit unterstützen oder so was. Aber, ihr werdet ganz, ganz schnell merken, dass mit dem, was ihr jetzt gelernt habt, alleine nur in der Immersion durch die Prinzipien, durch die Philosophie, die ja vielleicht auch relativ neu ist, gewesen ist, diese Art zu denken im Yoga-Kontext. Ist ja ziemlich außergewöhnlich, so, wenn wir uns die Yoga-Szene angucken. Ihr werdet, weltweit ein Netz an Yogalehrerinnen finden, an Studios finden, die genau nach der gleichen Methode, üben. Das heißt, es gibt sofort ein Zuhausegefühl quasi, wenn ihr, tiefer in Anusara einsteigt oder, andere Orte, besucht und auch so ein ja, herzliches Willkommen von Kolleginnen, Gefühl. Und das ist das, was ich eigentlich immer wieder an Anusara auch so faszinierend finde, dass wir, egal wo wir sind, eine gemeinsame Sprache haben, eine gemeinsame Methode haben, in der sich dann halt ja, Vielfältigkeit oder Individualität der einzelnen LehrerInnen halt dann, natürlich auch noch weiter ausbildet oder sowas. Das hoffe ich, habt ihr vielleicht schon mal erfahren, oder wenn ihr jetzt merkt, irgendwie Barbara unterrichtet, Steffi unterrichtet, Nora unterrichtet, Sabine unterrichtet, ja, das ist ja alles sehr, sehr deckungsgleich sozusagen. Und das spannt sich halt weltweit weiter und ist, faszinierend. Das heißt, selbst wenn wir irgendwo ich habe, Klassen mitgemacht in unseren internationalen Treffen, die es auch gibt, mit einer Kollegin, die ich sie sehr, sehr, sehr schätze, die aber dann zum Beispiel auf Spanisch unterrichtet hat, weil sie Spanierin oder aus Südamerika kommt.
Und ich bin einfach nur hingegangen, weil ich sie gerne mag und unterstützen würde. Die Klasse war auf Spanisch, habe kein Wort verstanden, aber ich wusste ganz genau, was wir da gerade machen und was sie gerade sagt und so. Und das gibt ein Gefühl von Einheit und von Zugehörigkeit, was, total faszinierend ist irgendwie. Das spürt man irgendwie, dass das noch was mit, übertragen wird über das reine Unterrichten, hinaus. Genau. Ähm, es ist Sabine, ich glaube, ich habe dich das schon mal letztens gefragt. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, Was Sabine denn? und ich, es fühlt sich an, als würden wir uns schon ewig kennen, ja? Ja, Haben wir uns schon mal persönlich getroffen? nein. Krass. Witzig, oder? Das ist total Nee, abgefahren. ja. Ja, also Also ich habe ja, der Steffi Kon getroffen in Niederolm einmal. Da haben wir auch noch da haben wir uns getroffen, da waren wir. Da war doch? ich auch dabei mit Steffi, einmal. Aber das war ganz am Anfang und da hat der Kontakt, den wir jetzt haben, dieser lockere, fröhliche Austausch, dieses Gefühl von, ne, wir hatten zwischendrin Fragen und dann, ich rufe mal schnell die Julia an. Wie wenn ich die, ne, wie wenn es einfach, wie wenn wir viel Zeit schon miteinander verbracht hätten, haben wir effektiv nicht, aber wir haben eine Verbindung durch das Anusara-Yoga, weil wir wissen, wir arbeiten für die gleiche Sache. Wir stehen hinter den gleichen Sachen. Wir haben die gleichen Werte. Und ich wusste, wenn ich da irgendwelche Fragen oder Anliegen habe, dann treffe ich da eine Person, die ähnlich tickt oder denkt oder eine Auffassungsgabe hat, auch wie ich. Und zum Beispiel auch Beispiel Corona. Ich weiß nicht, die Julia hat mir, glaube ich, seitenweise Konzepte geschickt, wie ich aus meinem Studio eine Teststation machen könnte, falls ich eine Einnahmequelle brauche zum Beispiel. Ja? Aber es war so dieses, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann fragst du doch jemanden, wo ein Grundvertrauen da ist. Und es ist wirklich erstaunlich für das, dass man sich persönlich nur einmal bisher gesehen hat, dass dieses Grundvertrauen trotzdem da ist. Und das schafft diese Cooler, das schafft diese Gemeinschaft. Ja, Das ist, deswegen sind auch diese, ich weiß nicht, ob ihr das Wort Samavesha schon mal gehört habt, das sind diese Treffen, diese Mini, oder so mini sind es auch gar nicht, Festivals, die dann halt alle 2 Jahre so stattfinden und wo wir halt wirklich zusammenkommen und Yoga zusammen machen, aber dann halt auch, keine Ahnung, zusammensitzen, zusammen essen und dann ja, wirklich Freundschaften. Also ich habe viele, die ich seit Jahren nicht persönlich gesehen habe und die wirklich gute Freundinnen geworden sind, ja, alleine ja, über Online oder über Telefonate oder sowas Ähnliches. Ich fahre jetzt auch in Urlaub mit jemandem, die habe ich auch noch nie gesehen. Das ist auch total abgefahren. Da haben wir an der Krankenkassen-Zulassungsgeschichte für Anusara. Das war auch so. Das ist aus der Kula heraus entstanden. In Deutschland gibt es ja diese Krankenkassenkurse. Die gibt es in anderen Ländern, glaube ich, nicht, dass die Krankenkassen Präventionskurse bezahlen. Und mit Sabines Hilfe und mit noch der Hilfe von 2, 3 anderen deutschen Lehrerinnen haben wir es halt geschafft, das Curriculum für Anusara so herzurichten und alle, was weiß ich, dass alle Stempel richtig drauf sind und sowas, dass wir jetzt sogar, wenn ihr die Ausbildung, also nicht eure 200 Stunden, aber dann die große 500 Stunden Ausbildung abgeschlossen habt, dass ihr halt auch dann zum Beispiel Krankenkassenkurse anbieten könnt. Das ist ein super Achievement, was nichts mit der Leitung der Schule, die mittlerweile auch nicht mehr in Amerika sitzt, sondern auch in Südamerika, die beiden Festangestellten. Die haben da überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Die haben uns aber aufs Allergrößte dabei unterstützt. Ja, deswegen, ich kann euch wirklich ans Herz legen. Es macht einen Unterschied, ob man alleine ist und anfängt, in irgendwelchen Studios zu unterrichten und sich denkt, ich verdiene sowieso nicht so viel, jetzt soll ich auch noch irgendwie 100 x Euro im Jahr bezahlen dafür, dass ich eigentlich gar nichts davon habe. So, nee, es stimmt nicht, nichts davon zu haben. Es muss halt einfach noch ein bisschen bewusster werden, dass man sehr, 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 sehr viel gewinnt. Ich möchte auch gar nicht euch jetzt genau erklären, wie so euer Weg geht, was ihr machen müsst, um Mitglied zu werden oder wie teuer das ist und all solche Sachen. Das interessiert vielleicht die, die jetzt nur die Immersion gemacht haben, nicht. Und am Ende wird die Sabine euch da auch noch weiter richtig gut schulen sozusagen, informieren, das war das Wort, was ich sagen wollte.
Ja, ich wollte nur ganz gerne einmal, dass ihr mein Gesicht seht und dass ihr meine Begeisterung fürs Anusara auch spürt, genauso wie Sabine, die natürlich auch immer versprüht so und euch wirklich ans Herz legen, dabei zu bleiben. Euch jetzt vielleicht auch schon andere Anusara-Sachen. Es gibt einen Online-Content. Wir haben gerade die Schule, die veröffentlicht Newsletter und auch auf der Webseite gibt es viel Gratis-Content. Bei YouTube gibt es viel Gratis-Content. Wenn ihr des Englischen gut mächtig seid, gibt es noch viel mehr, aber auch auf Deutsch gibt es ganz, ganz viel. Da mal ein bisschen mit reinzuschnüffeln und euch zu denken, so, in die Richtung geht's und so. Und die erfahrenen Lehrer, die unterrichten das so und so. Und ihr werdet ganz, ganz viel Deckungsgleichheit feststellen, gerade auch mit euren Mädels da vor Ort und mit Barbara. So. Ja, das würde ich sagen, wie spät haben wir? Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Drei. Sophie, bitte? 3 ist es. 3, ja genau, aber wir haben ein bisschen später angefangen, ne? Ich habe jetzt einmal kurz gucken, ob ich irgendwas ganz Wichtiges, was ich unbedingt loswerden wollte, noch vergessen habe. Fällt dir gerade noch was ein, Sabine? Nö. Nö. Wir Also sind ich glaube, übrigens eine gemeinnützige Schule. Also die Schule braucht natürlich Geld, um ihr Personal zu bezahlen und sowas wie Webseite und Trademarks und sowas zu bezahlen. Aber das Ziel ist nicht Geld, also kein Gewinn zu machen. Ne? Aber das vielleicht auch noch dazu gesagt, ist gemeinnützig und ihr tragt quasi alles mit. Ja, Entschuldigung, Sabine? nee, alles gut. Also ich fand schön einfach, dass ihr ein Gesicht habt, was jemanden, der die Schule vertritt. Julia ist ja nicht die Schule und das hast du auch mal gesagt. Wir alle sind diese Anusara-Yoga-Schule, weil wir alle diejenigen sind, die die Lehre in irgendeiner Art und Weise weitertragen. Auch alleine, wenn ihr mit Freunden darüber sprecht, wenn ihr später Yoga unterrichtet und die Methode anwendet. Das ist wirklich das Besondere und Einzigartige daran. Es gibt ganz viele andere Yoga-Stile, da sitzt ein Head-Off, der sagt dir, wie es geht, so hast du es zu machen. Und wenn du es nicht so machst, dann ist es verkehrt oder so, ja. Also das ist wirklich ein sehr gemeinschaftliches Konzept und wir wachsen miteinander und entwickeln uns auch weiter. Das ist eben auch das Schöne. Das Anusara Yoga entwickelt sich dadurch eben auch weiter. Und wie gesagt, eine weltweite große Cooler. Wir haben es hier jetzt so in unserem kleinen Raum, in unserem kleinen Kosmos, aber wer weiß, vielleicht bist du nicht ewig hier in Deutschland. Ja, Bali, wer weiß, so wie die Barbara oder es ist einfach, ich sag jetzt mal, es zeigt einfach, es hört nicht auf, es ist nicht zu Ende irgendwo, sondern es expandiert. So wie Energie sich ausbreiten will, so möchte sich das Anusara-Yoga ausbreiten und wachsen und weiterentwickeln. Und die Schule ist so ein bisschen das Dach, dass es das bleibt, was es ist, sich nicht verwässert mit vielen anderen neuen Methoden, die auf einmal ganz hip und in sind, sondern dass es das ist, wofür es steht und eben auch dabei bleibt. Und das ist so schön. Es gibt zum Beispiel auch seit ungefähr einem Jahr ein Komitee, was Fundamentals and Innovations heißt, wo eine Gruppe von Lehrern, Lehrerinnen zusammenarbeiten, die eben rausarbeiten, was sind unsere absoluten Kernlehren? So, was ist es, was geschützt werden muss, was nicht verwässert werden darf? Ja, was ist das Fundamentale dieser Methode? Aber es gibt eben auch Innovation, ja, und vor 10 Jahren hatten wir halt auch noch gar nicht das Wissen vielleicht oder die vorreitenden Lehrer, zum Beispiel im Bereich der Anatomie oder sowas. Und Dinge entwickeln sich weiter, ja, und was ist quasi erlaubt, mit einfließen zu lassen, so dass wir uns eben ja anpassen können, verändern können, ohne dass der Kern quasi zerstört wird, der geschützt werden sollte. Das ist total spannend. Da gibt es immer wieder schöne Diskussionen, so was geht und was nicht geht. Ja, genau. Gut. Das Ja, wär's vielen von mir. Dank. Ja, Ja, wenn danke. wenn ihr keine Fragen habt, möchte ich euch viel Spaß Da wünschen. kommt eine Frage. Da kommt eine Frage. Warte. Ich liebe Fragen.
Danke. Ja, ich dachte mir, wo wir jetzt schon mal dabei sind. Hallo. Wie läuft denn, du kannst uns bestimmt super erklären, wie die Registrierung für die Zertifizierung als Elements Teacher dann abläuft bei Anusara. Ja, ja klar. Also ist gut, dass du das Wort Zertifizierung sagst, denn da ist immer so ein bisschen Missverständnis. Also wenn ihr diese Ausbildung abgeschlossen habt, seid ihr Yogalehrer sozusagen und ihr seid vielleicht auch zertifizierte Yogalehrer, also von Sabine, von Steffi, von Barbara, zertifizierte Yogalehrer, ihr habt 200 Stunden gemacht. Und ich glaube, dass wenn ihr diese Ausbildung erfolgreich abschließt, also so ist zumindest, wenn ich eigene Ausbildung mache, meine Policy, dann seid ihr auch so talentiert, so weit ausgebildet, so gut in Anführungsstrichen, dass ihr von einem eurer Lehrerinnen als Anusara Elements Lehrerin vorgeschlagen werden würdet. Ja? Das heißt, euer Ausbildungsteam schreibt den Mitarbeiterinnen bei der Schule dann quasi eine E-Mail und sagt so, die haben abgeschlossen und die sind alle super, die sind alle in der Lage, eine Anusara-Klasse zu unterrichten, die solide ist. Natürlich seid ihr Anfängerlehrerinnen, das ist gar keine Frage, aber ihr seid so gut, dass ihr eine Anusara-Klasse unterrichten könnt, dass ihr die Prinzipien solide unterrichten könnt, dass ihr ein Thema einflechten könnt und ihr könnt Anusara Elements Lehrer werden. Das heißt, es ist eine Empfehlung erst einmal, die von eurem Ausbilderinnen-Team abgegeben wird. Und viel mehr passiert dann eigentlich gar nicht, sondern ihr bekommt dann zurück von der Schule Informationen, müsst dann eure Application Fee, also euren Antrag einmal einreichen, beziehungsweise ihr kriegt eine E-Mail mit der Aufforderung, dass ihr das einmal macht. Das geht nur darum, euren Namen anzugeben, ein Foto hinzuschicken für unsere Webseite und sowas. Ihr bezahlt das und dann habt ihr damit quasi eine Mitgliedschaft. Also ihr seid dann lizenzierte Anusara Elements Lehrer. Ich spreche da eher von Mitgliedschaft oder von Lizenznehmerinnen sozusagen. Denn zertifiziert ist was anderes in der Anusara-Sprache. Ja? Ein zertifizierter Anusara-Lehrer, eine Anusara-Lehrerin ist die nicht mehr Elements ist, sondern die auch nicht mehr nur Inspired ist, sondern die noch mehr Ausbildung gemacht hat, um dann irgendwann die Zertifizierung abzuschließen, nach Jahren mit Riesenprüfungen und Lehrproben und sowas. Das ist dann eine zertifizierte Lehrerin. So wie eure beiden Mädels hier, das jetzt auch relativ frisch sind. Und genau, alle anderen sind lizenziert, also ihr bezahlt quasi eine Mitglieds- oder eine Lizenzgebühr. Und dafür müsst ihr keine Prüfungen ablegen, einfach Ende eurer Ausbildung und dann werdet ihr empfohlen und dann könnt ihr das machen. Dann bekommt ihr gewisse Rechte natürlich auch, wie zum Beispiel so eine Badge, also so eine Auszeichnung zu tragen, euch auf eine bestimmte Art und Weise zu nennen, eure Klassen so und so zu nennen. Genau, und das macht ihr dann 2 Jahre lang und dann seid ihr in der Lage, die nächste Stufe anzugehen. Also vielleicht sogar die 300 Stunden Module dazu noch zu absolvieren und dann irgendwann vielleicht inspired zu werden. Ja? Dafür braucht ihr aber die 300 Stunden Module auch noch gar nicht. Das wäre dann so die nächste Lizenz oder die nächste Stufe auf dem Weg zur Zertifizierung, ich sag mal so. Genau, also eigentlich ganz einfach. War das klar? Ja? Okay. Ja. Und was noch eine Möglichkeit für die nur die Immersion gemacht haben, es gibt auch so etwas wie Friends of Anusara. Also könnt ihr auch Mitglieder der Schule werden, Freunde sozusagen, nicht als Lehrer, sondern als Schülerin. Und dann habt ihr halt auch ein paar Vorteile, könnt auch auf der Webseite gewissen Content mit angucken und kriegt Vergünstigungen und unterstützt die Schule so weiter. Vielleicht bis ihr euch selber entscheidet, dann auch nochmal die ganze Ausbildung zu machen und weiterzumachen. Friends of Anusara gibt es auch. Genau. Super. Noch mal eine Frage, warte kurz.
Nur noch kurz, also ist es zwingend notwendig, dass jetzt zwischen diesen 200 Stunden und den nächsten 300 Stunden, dass da 2 Jahre liegen, oder kann man das kontinuierlich weitermachen, diese Ausbildung? Du meinst zwischen Elements und zertifiziert und Inspired? Ja, genau. Nee. Also die Voraussetzung, Ja, ich glaube, sie redet eher von der Grundausbildung. Also wirklich erstmal nur von der Ausbildung, von den Stunden. Also jetzt was wir jetzt machen, sind ja diese 200 Ja. Stunden Teacher Training, ja? Und könnte man theoretisch gleich weitermachen und die nächsten 300 Stunden machen, Ja. oder müssen da 2 Jahre dazwischen Nein. liegen an Nein, Praxis? Nein. Nein. Du musst nur, die Voraussetzung, um Inspired zu werden, ist, dass du 2 Jahre Unterrichtserfahrung als Elements-Lehrerin hast. Das ist die Voraussetzung, um dich als Inspired zu bewerben. Ja, und dann musst du halt auch noch eine Klasse einladen. Also du brauchst die 300 Stunden noch nicht für Inspired. Als wenn du dann hinterher deine Zertifizierung machen möchtest, die geht nur wenn du 500 Stunden gemacht hast. Also wenn du die 200 und die 300 Stunden gemacht hast. Das gilt hinterher für die Zertifizierung. Die meisten machen sofort weiter mit den Modulen. Das ist ja das Schöne, dass die auch nicht unbedingt alle in einer Kette, also in einer Serie zusammen gemacht werden müssen, sondern ihr könnt die ja auch ein bisschen verteilen oder so. Ihr könnt auch Module wiederholen. Es gibt ja auch die Anforderung, es gibt ja auch zum Beispiel diese Wahlstunden, die ihr absolvieren könnt. Dafür könnt ihr auch Dinge wiederholen. Es macht total Sinn, irgendwann nochmal eine Immersion zu wiederholen. Das ist jetzt allerdings wirklich schon sehr weit vorausgegriffen. So. Also macht da gerne weiter und bleibt dran. Und ihr werdet merken, dass all das, was ihr jetzt im Überblick kennenlernt, ja, gerade die Immersion und dann natürlich das Teacher Training, wo ihr es anwendet aus Lehrersicht, ist letztendlich ja auch ein großer Überblick. Und in den Modulen geht es halt wirklich in die Tiefe. Da beschäftigt ihr euch dann wirklich ein langes Wochenende oder 2 wirklich mit einem Thema oder hier, was habt ihr gerade nochmal gemacht? Anatomie oder sowas. Ja, das ist ja, das ist bei euch schon wirklich super viel und super tief. Aber die 300-Stunden-Module, die haben dann nochmal eine andere Tragweite. So, deswegen, das würde ich euch wirklich raten, da weiterzumachen. Es wird euch im eigenen Unterrichten auch wirklich sicherer machen. Und auch, ja, nee, nicht und auch. Ich wollte was zu Immersion sagen, aber das passte nicht. Genau. Beantwortet das die Frage? Also muss nicht warten, mach weiter. Mach weiter. Also ich kann das ganz kurz noch einmal zu mir sagen. Ich habe meine Zertifizierung gemacht, bevor es diese Module gab. Ja? Nach altem Recht sozusagen. Es war bis vor ein paar Jahren, konnte man auch einfach nur Workshop-Stunden sammeln. Und ich habe die Zertifizierung gemacht. Und jetzt habe ich auch noch mal die ganzen Module nachgemacht, so weil es mich einfach interessiert oder weil ich sie selber mit angeboten habe. Und ich habe wirklich manchmal mit die Haare, meine Hände über dem Kopf zusammengelegt und habe gesagt so, mein Gott, wie habe ich ja damals meine Zertifizierung geschafft, ohne diese Module gemacht zu haben. So, weil die einfach so tief und es ist so viel Wissen dann nochmal vermittelt worden, dass ich echt nochmal mit den Ohren geschlackert habe. So, also deswegen meine absolute Empfehlung, weiterzumachen. Ja. Marianne. Das ist eben das Schöne an der Schule, dadurch, dass sie sich ständig weiterentwickelt, gibt es auch wirklich immer Lerncontent und ihr seid alle wissbegierig. Ne? Man arbeitet ja mit sich selber und kommt dann wieder an einen Punkt, wo man sagt, ich möchte gern mehr erfahren, und das Schöne ist, da gibt es ganz viel Futter. Zum Beispiel, als wir jetzt an der Krankenkassengeschichte gearbeitet haben, ne, die Krankenkassen, die fordern einen Teil, der ganz viel mit dem Nervensystem zusammenhängt. Ja? Und das gibt es in unserer Ausbildung nicht so komprimiert. Und ich bin jetzt gerade auf der Suche und erarbeite jetzt gerade, ob es jemanden gibt, der dazu auch ein Modul anbieten kann. Ja? Das heißt, wenn einer von euch zum Beispiel Psychologin ist oder Ärztin oder irgendetwas in die Richtung, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, sich einzubringen als Spezialistin für ein Thema oder sowas und da mitzuarbeiten, da ein Curriculum zu bearbeiten oder sowas. Ja, das sind alles so Dinge, dafür muss man jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, in was anderes, die Prinzipien schon 100%ig super toll können. Ja? Wenn man jetzt im Bereich Psychologie super ausgebildet ist, mega, her damit. Ja? Da ist noch eine Frage.
Ich habe auch noch eine Frage. Wer prüft das Ganze denn? Und ist es so, wenn ich jetzt das ZT oder ich bin jetzt Yogalehrerin, ich mache aber 2 Jahre lang unterrichte ich gar nicht. Wer prüft das denn, ob ich überhaupt unterrichte? Und ist es so, dass man Fortbildung machen muss? Und wer, also wird das geprüft? Das frage ich mich. Man kann das ja alles machen, aber ich kann ja Gott weiß was erzählen. Also. Ja, guter Punkt. Also wir haben ja unsere Prinzipien und die Prinzipien, ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass die nicht nur auf den Körper anzuwenden sind, sondern dass die Prinzipien auch sich in ganz, ganz viele andere Bereiche mit reinmischen, was so den Umgang mit uns und mit anderen angeht oder dass es andere Lehren aus dem Yoga gibt. Ne, wie ihr habt ja auch, glaube ich, hier Patanjali und sowas schon jetzt besprochen. Als Anusara-Lehrer verpflichten wir uns selbst sozusagen, den Prinzipien treu zu sein. Das heißt, offen zu sein und dann auch wieder uns in etwas reinzugraben. Ja, und uns wieder zu öffnen und zu gucken, wo sind denn zum Beispiel bei mir Lücken und mich wieder in etwas einzuarbeiten. Ein Beispiel, ähm, das mit dem Reinarbeiten. Das heißt, natürlich kannst du lügen. Du kannst natürlich lügen und irgendeinen Quatsch erzählen. So. Man wird ja letztendlich, also einmal ist dann die Frage, ob, ob so der richtige Weg für dich dann ist, Anusara-Lehrer zu sein, ja? Wenn du dich da durchschummelst. Und letztendlich, wenn du keine Fortbildung machst, lernst du halt auch nichts. Und überprüft wird es dadurch, dass du natürlich auf dem nächsten Schritt hinterher schon eine Lehrprobe abgeben musst. Und glaub mir, ich werde das merken, ob du die Prinzipien richtig verstanden hast, ob du die Philosophie einweben kannst, ob du Unterrichtserfahrungen hast, ob du locker flockig die Sachen irgendwann unterrichten kannst nach 2 Jahren oder ob du eine Betrügerin bist. So salopp gesagt. Ja? Ähm, ähm, auch wir zertifizierten Lehrer, wenn wir einmal eine bestimmte Stufe erreicht haben, müssen wir jetzt keine Module mehr machen. Aber es ist angeraten, beziehungsweise wir geben auch unsere Selbstverpflichtung ab, uns weiterzubilden und regelmäßig Unterricht zu machen oder Workshops mitzumachen oder uns fortzubilden oder sowas. Und du merkst auch, es gibt verschiedene Lehrer, auch in Deutschland, auch weltweit. Manchen merkst du halt an, die sind super, super oldschool. Die unterrichten Anusara so, wie es vor 20 Jahren unterrichtet wurde. Und andere, die siehst du halt in Fortbildung, die bieten selber Fortbildung an. Die sind halt in der Kula aktiv. Das merkt man schon. Ja? Und ja. Überprüft wird es, also bis du da angekommen bist, wo du quasi nur noch Selbstauskünfte gibst, natürlich, du musst Module machen, du musst dafür da sein, genauso wie ihr auch anwesend sein müsst. Wenn ihr jetzt hier eure Stunden fehlt und nicht da seid, dann wird Sabine vielleicht auch sagen hinterher so, nee, tut mir leid, du hast jetzt so und so viel Prozent der Ausbildung gefehlt, ich kann dir einfach nicht dieses Zertifikat hinterher geben. Und so gilt das auch für die anderen Fortbildungen. Du musst es hinterher abzeichnen lassen oder eine Teilnahmebescheinigung einreichen. Ja, genau. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? Also das meiste ist wirklich überprüft und dann gibt es halt auch eine eigene Aussage sozusagen. Wenn wir jetzt fertig sind, werden wir ja. Das verstehe ich gerade nicht. Haben wollen, dann werden wir auf diese Internetseite aufgenommen, man sieht uns da vielleicht mit Bild und dann habe ich jetzt gedacht, dann werden vielleicht diese Zertifikate da auch hinterlegt, dass dann diejenigen, die einen vielleicht googeln und suchen, dann sehen, ach guck mal, hier dieses und dieses Modul gemacht und ich kann da hingehen, weil die, Ja, also ne, die einzelnen Module sind nirgendwo hinterlegt oder sowas, aber also wenn du, um Mitglied der Schule zu werden, also um Elementslehrer zu werden, musst du eine 200-Stunden-Ausbildung nachweisen. Anders geht es gar nicht, ja. Du musst hinterher hier Sabines Zeugnis sozusagen hinschicken. Wenn du hinterher weiter, wenn du weiter machen willst hinterher, musst du, also um die 300 Stunden Ausbildung abzuschließen, musst du deine einzelnen Modulzeugnisse hinschicken. Um von mir zum Beispiel das 500-Stunden-Zertifikat für die Zulassung bei den Krankenkassen zu bekommen,
das hatte die Andrea mich vorhin gefragt oder mir gesagt, brauche ich von euch eure Zeugnisse, um zu gucken, ah ja, in welchem Zeitraum hat das stattgefunden, was muss ich auf das Zertifikat draufschreiben. Das ist schon alles nachprüfbar. Wenn ihr jetzt von Leuten, die ganz außerhalb sind, gefragt werden, so die zum Beispiel checken wollen, was hatten die für eine Ausbildung gemacht? Und dann ihr könnt sagen, hier, ich bin Mitglied der Anusara School of Hatha Yoga. Ich bin hier in dem Lehrerverzeichnis. Ja, da kommt ihr drauf. Ihr seid auf der Webseite sichtbar. Da steht drauf, welches Level, welchen Zertifizierungsgrad ihr habt. Seid ihr Elements-Lehrer? Seid ihr Inspired? Das ist alles einsehbar. Und ihr könnt auch mit diesen Badges, was ich vorhin meinte, ne, so dieses, wie so ein Siegel kriegt ihr, mit dem ihr werben dürft. Ihr dürft euch offiziell ihr dürft eure Texte mit dem Trademark, mit dem getrademarkten Anusara versehen. Wir sind leider nicht, wie sagt man, wenn man viel Geld zur Verfügung hat, also Iyengar zum Beispiel, die haben Anwälte, die überprüfen, ob die Trademarks eingehalten werden, ja, weltweit. Und wenn da irgendjemand sagt, er wäre Iyengar-Lehrer und ist es überhaupt nicht mehr, weil er überhaupt gar keine Mitgliedsgebühren mehr bezahlt, dann wird er abgemahnt und verklagt, so ungefähr. Also das gibt es im Anusara nicht, dafür haben wir gar keinen Man- oder Woman-Power, irgendwie sowas. Aber klar, die Leute gucken halt auch, also innerhalb der Lehrerschaft gucken wir halt auch, wenn du zum Beispiel nach dieser Ausbildung kein Mitglied bist, du zahlst keine Mitgliedsbeiträge, aber hast auf deiner Webseite stehen, so, ich bin Anusara-Lehrerin, dann wird das vielleicht irgendjemandem auffallen und sagen so, hör mal, du schmückst dich da mit Federn, du hast zwar die Ausbildung gemacht, aber du unterstützt gar nicht die Schule jetzt weiter, du zahlst keine Lizenzgebühren, dann schreib doch bitte auch nur hin, dass du nur Yoga-Lehrerin bist und nicht Anusara-Lehrerin, denn das bist du nicht mehr. So, weil du halt, ja, nicht Mitglied bist, sozusagen. Ja, also das wird schon überprüft. Ja, das sind aber auch alles Themen, da gehen wir nochmal im Teacher Training genauer ein. Ne? Also bei uns war es jetzt wichtig, dass ihr die Julia einmal seht. Ja, vielleicht begegnet ihr ihr nochmal, dass ihr wisst, eben auch für die Immersion-Teilnehmer, wenn es jetzt heute damit zu Ende geht. Es gibt ganz viel anderen Content noch. Die Schule bietet sehr, sehr viel Weiterbildungsmöglichkeiten an, auch Teilnahme einfach an vielen verschiedenen Klassen, online und live. Und da steckt eben was ganz Tolles dahinter, was es auch wert ist zum Nutzen. Also das ist wirklich, es lebt ja immer davon, wenn Leute es auch nutzen, Feedback geben und einfach mitmachen und sich selber einbringen oder auch einfach wie in jeder Kula. Die Judith hatte das so gesagt heute mal. Manchmal ist man aktiv und möchte was einbringen und manchmal lehnt man sich vielleicht einfach nur zurück und nimmt an, was kommt. Und das ist genau diese Kula, die wir hier haben, ganz, ganz groß. Vielen Dank, liebe Julia. Gerne. Und ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Ne? Kannst ja meine E-Mail-Adresse auch gerne nochmal weitergeben. Also gerne. Alles klar, viel Spaß euch noch. Und Schönen Nachmittag. Herzlichen Glückwunsch, die den ersten Teil jetzt, oder alle, die ihr den ersten Teil abgeschlossen habt.